In diesem Video nehmen wir ein neues Produkt vom IKEA unter die Lupe, den Gunlaug geräuschdämmenden Vorhang. Er verspricht, Alltagsgeräusche sehr effektiv zu dämpfen. Wenn das stimmt, könnte der Vorhang ein wahrer Held sein und unseren Alltag mit Baby wesentlich erleichtern. Um das herauszufinden, werden wir den Gunlaug-Vorhang einem genauen Test mit einem professionellen Messgerät unterziehen. Wir haben schon immer nach einer optimalen Lösung gesucht, um intensive Alltagsgeräusche, die in unserer Wohnküche entstehen, zu dämpfen. Besonders weil sich die Schlafzimmer im Obergeschoss befinden und die Geräusche durch den hallenden Treppenaufgang direkt nach oben geleitet werden. Wir haben als einfachste Lösung einen Verdunkelungsvorhang montiert. Aber nun scheint IKEA auch auf diese Alltagsproblematik eine praktische und stilvolle Antwort zu haben: den Gunlaug geräuschdämmenden Vorhang. Der Beschreibung zufolge dämpft er Alltagsgeräusche wie Geschirrklappern, Besteckklirren oder das Quietschen von herumgeschobenen Stühlen. Laut IKEA wurde der Vorhang entsprechend dem ISO 354 überprüft. Dies ist eine Norm und beschreibt das Verfahren zur Messung des Schallabsorptionsgrades von akustischen Materialien. Einfacher gesagt, wie gut verschiedene Materialien Geräusche dämmen. Dementsprechend dämpft der Gunlaug-Vorhang 50 bis 100% besser Geräusche von mittleren und hohen Frequenzen als Stoffe, die ähnliche Qualität und Gewicht haben. Dieses Versprechen hat uns überzeugt und wir haben den Vorhang bestellt und unter unseren Bedingungen auch getestet. Und wir wollen euch die Ergebnisse nicht vorenthalten. Als der Vorhang nach einigen Tagen ankam, haben wir ihn gleich aufgeregt ausgepackt. Als erstes fällt das Material auf. Es ist sehr leicht und lässt schön das Licht durch. Man würde nicht sagen, dass es sich um einen geräuschdämmenden Stoff handelt. Der Vorhang wirkt trotz seiner Funktionalität sehr dekorativ, dezent und stilvoll. Kleiner Tipp: Wenn ihr den Vorhang beim Fenster aufhängt, empfiehlt IKEA, ihn mit einer Entfernung von 9 bis 15 cm von der Wand und mit Falten zu montieren, um den Absorptionseffekt zu optimieren. Für den Test werden wir den Gunlaug-Vorhang bei unserem Treppenaufgang montieren. Wir messen die Lautstärke unter folgenden Bedingungen: ohne Vorhang, mit dem dicken Verdunkelungsvorhang und mit dem Gunlaug-Vorhang. Der Stoff des Verdunkelungsvorhangs ist sehr dick gewebt und besteht aus 3 Schichten. IKEA verspricht wie gesagt einen 50 bis 100% besseren Absorptionseffekt als andere Vorhänge mit ähnlichen Materialeigenschaften. Der Verdunkelungsvorhang ist wesentlich dicker und könnte allein dadurch die Geräusche gut dämpfen. Und je dicker und robuster das Material ist, desto besser der Effekt. Wir wollen aber wissen, ob man diesen Effekt auch mit einem zierlichen, dekorativen Material erreichen kann, denn das wäre ja ideal. Die Lautstärke messen wir mit einem Schallmessgerät. Kurz vorab einige Infos bezüglich der Zahlen, die auf dem Display erscheinen. Lautstärke wird in Dezibel gemessen. Wenn es ganz still ist, zeigt das Gerät ca. 30 Dezibel an. Das ist der Grundschallpegel. Bei Geräuschen steigt dieser Wert etwas an. Nur damit wir wissen, was der Anstieg bedeutet: eine Veränderung von weniger als 2 Dezibel wird kaum wahrnehmbar. 2 bis 4 Dezibel wird als kleine, während 5 bis 10 Dezibel als große Veränderung wahrgenommen. Eine Erhöhung von 10 Dezibel wird sogar als doppelt so laut empfunden. Kurz zu den Geräuschen: Damit wir sie mit derselben Lautstärke und Frequenz wiederholen können, spielen wir zu jedem Test 6 Alltagsgeräusche von YouTube mit maximaler Lautstärke ab. Dadurch werden die Testergebnisse verlässlicher.
Die Links zu den abgespielten Videos findet ihr in der Beschreibung. Und nun kann es endlich mit dem Test losgehen. Nun kommen wir zu den Ergebnissen. Also ich muss schon sagen, dass ich ziemlich überrascht bin über die Leistung des Gunlach-Vorhangs. Trotzdem, dass er wesentlich dünner ist als unser Verdunkelungsvorhang, hat er bei bestimmten Geräuschen sogar besser abgeschnitten. Das waren die Geräusche mit einer hohen Frequenz, wie das Klingeln eines Weckers, das Geräusch beim Anstoßen oder das Zerbrechen eines Tellers. Beim Anstoßen gab es sogar einen Lautstärkenunterschied von 3,5 Dezibel. Auch bei den Geräuschen mit einer mittleren Frequenz, das Geräusch einer quietschenden Tür, Hundebellen und Gespräch, leistete der Gunlach-Vorhang nur um 1 bis 2 Dezibel weniger als der Verdunkelungsvorhang. Allgemein kann man sagen, dass in unserem Test der Gunlach-Vorhang einen Geräuschdämmungseffekt von durchschnittlich 3 bis 4 Dezibel bei den mittleren Frequenzen und 6 bis 7 Dezibel bei den hohen Frequenzen zeigte. Dies wird schon als eine deutliche Veränderung wahrgenommen. Wir können feststellen, dass der Gunlach-Vorhang tatsächlich einen überzeugenden Geräuschdämmungseffekt vorweist und hält, was er verspricht. Er kann die Alltagsgeräusche effizient dämpfen, die in unserem Fall den Babyschlaf richtig stören können. Klarerweise kann irgendein richtig dickes Material ähnliche Leistungen erzielen, aber uns ging es darum, eine stilvolle und dezente Lösung zu finden, die gut zu unserer Wohnzimmereinrichtung passt. Wenn man den Gunlach-Vorhang zum Fenster aufhängt, hat man ja auch den Vorteil, dass er das Sonnenlicht durchlässt, neben seinen akustischen Absorptionsfähigkeiten. Uns hat also der Gunlach-Vorhang überzeugt, er kann tatsächlich eine schicke Alltagshilfe sein. Apropos schicke Alltagshilfen und IKEA, im nächsten Video zeigen wir euch unseren besten und gelungensten IKEA-Hack. Hier könnt ihr erfahren, wie wir 2 Kallax-Regale zu einer praktischen und hübschen Wickelkommode upgradet haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!